Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie ihr seht, ich habe wieder etwas vorzustellen. Wer natürlich neu ist hier und nichts mehr verpassen will, wenn ich eine Neuheit oder etwas Neues vorstelle für euch, lasst gerne auch gleich mal ein kostenloses Abo da. Aber kommen wir mal zu der neuen Kamera. Und zwar hat mir eSeeker die IG420 zur Verfügung gestellt und die möchte ich euch jetzt in diesem Video einmal vorstellen. Aber dazu gehen wir wie immer an meinen Schreibtisch. Und da haben wir die Kamera, besser gesagt den Karton vor uns liegen von der eSeeker IG120. Bevor ich zum klassischen Unboxing komme, möchte ich noch ein paar technische Daten euch mitteilen über diese Kamera. Und zwar, sie soll wieder 4K können und Fotos bis zu 48 Megapixel. Verbaut sind 40 LEDs, die in einem 850 Nanometer Bereich arbeiten. Die Auslösegeschwindigkeit soll bei 0,1 Sekunden sein. Da muss man natürlich wieder einrechnen, bis die Kamera aktiv ist. Es ist ein interner Akku verbaut und es können noch zusätzlich 4 AA oder Akkus mit reingepackt werden. SD-Karten können bis einer Größe von 128 GB eingesetzt werden und sie hat natürlich IP66. Dann packen wir mal die Kamera aus und schauen uns mal an, was so im Karton drin ist. So, hier vorne haben wir schon mal eine Anleitung, also dass man einen 24/7 Support hat. Kleine Hinweise, was man machen kann bei Problemen, wie man vorgehen soll mit der Kamera beim ersten Einschalten. Hier kann man sich nochmal ein Video anschauen über die Option von dieser Kamera und der Support per E-Mail. Nehmen wir das mal raus. Und da haben wir schon mal die Kamera. Mit drin verpackt ist wieder ein Gurt, ein USB-Kabel mit USB-C und USB-A sowie die Anleitung. Die Anleitung, das USB-Kabel und den Baumgurt packe ich mal weg. Und dann kommen wir mal zur Kamera. Die Kamera hat wieder den typischen Aufbau wie auch bei der IG220. Hier sind die 40 LEDs, der Entfernungsmesser und die Status-LED und natürlich die Kameralinse. Ich nehme mal die Folie ab, weil die muss ja so sein. Da sieht man das jetzt noch mal ein bisschen besser. Darunter natürlich der Bewegungsmelder. An den Seiten der Kamera hier leider wieder keine Durchführung für ein Schloss. Hier die Durchführung für den Baumgurt und für ein Drahtschloss. Unterhalb befindet sich wieder ein Stativgewinde, ein sogenannter 1/4 Zoll Gewinde. Hier sind natürlich die Scharniere für den Klappmechanismus und hier kann man nochmal das Batteriefach aufmachen, das zusätzliche, wo denn die AA-Batterien oder die Akkus reinkommen. Oberhalb hat sie denn, wie schon angesprochen, ein Solarpanel verbaut. Klappen wir mal die Kamera auf und schauen mal ins Innere. Hier auch wieder der klassische Aufbau, wie auch bei der IG220. Ein Vorstellungsvideo zu IG220 findet ihr in meiner Playlist und ich verlinke ihn euch natürlich oben. Hier sieht man natürlich nochmal die LEDs. Also die Infrarot-LEDs, die Kameralinse, die Status-LED und der Entfernungsmesser. In dieser Seite haben wir nochmal die Anleitung, wie man mit der Kamera umgehen kann. Also hier ist auch nochmal, dass man bis zu 128 GB SD-Karten einsetzen kann. Hier ist der Bewegungsmelder. Den werden wir auch mal frei machen, weil das könnte sonst stören. Das Display natürlich und hier die Bedienteile und der An- und Ausknopf. Hier gibt es wieder keine Zwischenstellung wie bei den anderen Kameras. Also hier geht sie gleich aktiv. Besser gesagt, sie geht nicht gleich aktiv nach einer bestimmten Zeit.
aber wenn man wartet, dann schaltet sie sich scharf. Hier ist nochmal ein Lautsprecher verbaut. Unterhalb nochmal das Stativgewinde an dem Batteriedeckel. Hier der USB-Anschluss. Das ist der Reset-Knopf. Und hier sollte das Mikrofon verbaut sein. Wieder unterhalb wird für den Ton wahrscheinlich nicht so toll sein. Und auf dieser Seite hat man den SD-Karten-Slot, wo eine 32 GB SD-Karte gleich mitgeliefert wird. Zu dem Menü werde ich nicht so viel sagen, ich werde sie aber einstellen, weil die Menüführung wird gleich sein wie bei der IG220, bei der IG200 oder bei der IG400. Einschalten, einfach hochschieben, kommt wieder das Logo. Hier werden wir gleich mal die Sprache einstellen auf Deutsch. Das Datum, SD-Karte gleich mal formatieren. Ja. Und dann ist eigentlich die Kamera schon startbereit. Auf dem Display sieht man natürlich wieder den Status, wo sie eingestellt ist. Dann halt das Kameralogo, die Temperatur, wie viel Megapixel die Fotoaufnahmen sind, wie viele Fotos man machen kann. Dass der Akku geladen ist, sind noch keine Batterien drin, das Datum und die Uhrzeit. Aber gehen wir mal weiter ins Menü. So, hier haben wir dann die Verzögerung einstellen. Das ist die Einstellung, wann sich die Kamera aktiv schalten soll. Der Modus natürlich. Dort kann man wieder einstellen, Fotos, Videos oder beides. Ich werde diesmal, wenn die Kamera ins Revier geht, beides nutzen, also Foto und Video. Die Fotoauflösung. Fotoserie, da kann man wieder Fotos in Serie machen von einem Foto bis zu 3 Fotos. Das lasse ich mal so. Die Videoauflösung hier auf 1080p. Das werde ich auch erstmal so lassen. Dann haben wir die Videolänge. Die stelle ich für mich wie immer auf 20 Sekunden. Hier ist die Einstellung leider nicht stufenlos einstellbar. Also sie sind vordefiniert. Zyklus der Speicherung, das lasse ich aus. Der PIR-Intervall, das natürlich wieder, wann die Kamera sich aktiv schalten soll. Also eine Pause zwischen 2 Aufnahmen lasse ich immer bei mir auf 10 Sekunden. Dann die PIR-Empfindlichkeit mache ich auf hoch. Die IR-Helligkeit, also das ist dann halt wie doll die LEDs hier leuchten. Das lasse ich auch mal auf normal. Zeitliche Aufnahme. Was ich hier gerade sehe, hier oben müsste normalerweise Menü stehen. Da steht Speisekarte. Also eine sehr interessante Übersetzung wieder. Dann haben wir die Zeitrafferaufnahmen. Hier kann man wieder natürlich die Sprache einstellen, wo wieder einige Sprachen möglich sind. Das Datumsformat, das stelle ich wieder auf Tag, Monat, Jahr. Zeit haben wir ja eingestellt. Die Seriennummer, die Temperatureinheit, die stelle ich natürlich auf Celsius. Den Piepton können wir hier ausschalten. Genau, so ist er gut. Audioaufnahmen wollen wir natürlich haben. Der Stempel, das ist die Menüzeile unter den Videos, wo man natürlich Zeit, Datum und das Logo sehen kann. Dann haben wir hier den Passwortschutz. Den werde ich natürlich, wenn die Kamera draußen ist, auch einschalten. Hier kann man nochmal die SD-Karte formatieren. Das haben wir ja schon gemacht. Da kann man wieder die Standardeinstellung, so wie sie aus dem Betrieb kommt, wieder zurückstellen. Der Kundenservice, da hat man einen QR-Code. Also wer sein verloren hat, kann ihn gerne mal hier scannen. System, dort haben wir natürlich die Firmware-Version, ob es ein Update gibt. Kein Update im Programm. Da müsste man wahrscheinlich das neue Update erst auf eine SD-Karte laden und welche Firmware-Version hier drauf ist. Und das war es eigentlich so grob zur Kamera. Ich schalte sie jetzt erstmal wieder aus, weil sie soll ja nicht aktiv sein. Und ich werde
die Kamera jetzt rausbringen ins Revier und mal schauen, was sie mir so zeigt. Für euch dauert es nicht so lange wie eine Woche, weil die Videos, die Sie vielleicht jetzt eingefangen haben, kommen jetzt. Kommen wir zu den Aufnahmen, die die Issiga IG420 gemacht hat. Eingestellt habe ich die Kamera auf Foto und Video. Die Fotos sind in 5 Megapixel, Videos natürlich in 1080p, weil ja meistenteils die Aufnahmen nicht wirklich 4K sind. Videolänge sind 20 Sekunden. Die Zeiträume zwischen einer Auslösung sind jeweils 10 Sekunden. Die PIR-Empfindlichkeit ist auf hoch und die LED-Stärke ist auf normal. Diese Einstellungen sind eigentlich immer meine Standardeinstellungen von Kameras, wenn ich sie rausbringe in den Wald. Wobei jetzt habe ich auch die Hybrid-Einstellung genutzt, Foto und Video. Das mache ich eigentlich eher selten. Und bei den ersten Aufnahmen bin ich eigentlich für diesen Preis von der Kamera eigentlich zufrieden. Aber kommen wir mal später zu. Genießt erstmal die paar Videos, weil sie hat natürlich auch ihre Macken. Zwischen der Foto- und der Videoauslösung hat man einen Versatz von 3 Sekunden ungefähr. Das finde ich ziemlich hoch, weil bei schnellen Bewegungen von Tieren sind die dann schon ein ganzes Stück weiter. Die Ausleuchtung in dem Normalbereich der LEDs finde ich eigentlich auch noch ganz in Ordnung. Also man kann gut den Stamm erkennen und auch natürlich die Nadeln an dem Ast. Den gewählten Fokusbereich finde ich nicht so schön, weil man, wie man hier sieht, nach hinten her das Bild unscharf wird und es etwas verwaschen wirkt. Aber ihr werdet nachher noch sehen, Aufnahmen vom Tageslicht, wo Dammwild in den Bereich vor dem Baum tritt und dort passt dann wieder die Schärfe, was man hier auch schon an den Ästen vermuten kann. Hier kommen wir zu einem Problem, was ich leider feststellen musste bei der Kamera. Ich hatte ja vorab gesagt, dass ich im Hybridbereich arbeite oder die Kamera besser gesagt eingestellt habe. Also es sollten Foto- und Videoaufnahmen machen. Aber hier entschied die Kamera, ich mache auf einmal nur noch Fotos. Woran kann es liegen? Ein Indiz ist dafür, dass die Akkuleistung nicht mehr ausgereicht hatte, weil irgendwann entschied sich die Kamera wieder Videos zu machen, wie man das hier in dem Tageslicht sieht. Aber in der Vorstellung von Wildkamerad, das Video werde ich euch natürlich oben verlinken, hatte ich gelesen, dass angeblich ein interner Akku verbaut wurde von 5200 mA. Und das sollte eigentlich ausreichen, um mindestens eine Woche durchzuhalten, wie ich die Kamera draußen hatte. Vielleicht hat ja Vari dafür eine Idee und hat sich vielleicht auch mal näher den Akku dieser Kamera angeschaut. Die beiden Kanäle und noch mehr Kanäle
empfehle ich euch natürlich, schaut bei den beiden gerne rein. Auch bei meinen anderen Kollegen, die sich mit Wildkameras beschäftigen. Die haben viele interessante Videos und auch interessante Kameras, die sie immer wieder vorstellen. Hier kommen dann einige Aufnahmen, wo ich sagen kann, ja, die Aufnahmen passen von der Schärfe, aber wie gesagt, nur bis zu dem Baum. Dahinter wird es dann halt unscharf und das Licht passt wohl auch noch zusätzlich. Ich werde sie nochmal aufhängen an meinen Nistkasten, weil da ist gerade immer über Nacht eine Blaumeise und mal sehen, wie sie sich da verhält im Schärfebereich. Ich habe mich bei den Aufnahmen bewusst entschieden dazu, euch alle zu zeigen, um darzustellen, wie die Qualität der Fotos bzw. der Videos ist, wie hoch die Fehlerquote ist und dass man grob einschätzen kann, für was man sie vielleicht einsetzen kann. Für mich ist sie leider mit der Fehlerauslösung oder Nichtauslösung bei Videos nicht geeignet. Bei Fotos, da kann man zum Spotten eines Bereiches sie eigentlich ganz gut nutzen. Aber da sollte man auch gucken, es gibt da auch noch günstigere Kameras, die das viel besser machen würden. Und da könnte man dann auch noch Geld sparen. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen und zeigt euch vielleicht
eine weitere Kamera, die ihr euch vielleicht zulegen möchtet oder auch nicht, weil ich sagte ja, für mich ist es keine Kaufempfehlung. Und ich würde mich freuen natürlich wieder über ein kostenloses Abo von euch und dass ihr nichts mehr verpasst, wenn ich wieder was vorstelle oder euch zeige, was so im Wald passiert. Drückt auch die kleine Glocke daneben. Denn heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.